now you said because you and then flew to Germany for study. First question is why did you choose Germany and then why did you want to study medicine? Okay, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich für Deutschland entschieden, weil Deutschland einen sehr guten Ruf fürs Studium bei uns hat und genießt. Von daher wollte ich gerne ein Studium in Deutschland abschließen. Man weiß ja, alles was in Deutschland hergestellt wird, so made in Germany, it's very good. Und von daher Studium auch und die Ausbildung, von daher wollte ich gerne in Deutschland studieren. Erstens, zweitens, mein Vater hat ganz viel Kontakt zu den Deutschen gehabt, so als Reiseleiter mit vielen deutschen Touristen. Er war sehr beeindruckt von Deutschland und er wollte sehr gerne, dass einer von seiner Kinder nach Deutschland geht und ich hatte das Potenzial dafür. Also ich sage auch, dass meine Geschwister in verschiedenen anderen Ländern auch ins Ausland gegangen sind, haben auch was anderes studiert. Ja, keiner hat Interesse an Medizin. Ich hatte immer Interesse, sozusagen Mediziner zu werden, weil ich immer von klein auf meine Eltern, Nachbarn, Verwandte in die Klinik begleitet haben und hat mich immer interessiert, was macht dieser Arzt hinter diesem Schreibtisch. Ich möchte gerne wissen, da mal oder mal da sitzen und das Gleiche machen. Das finde ich cool. Ich helfe Menschen. Ich denke, und man hat auch einen sozialen Status. So, dann bist du halt Doktor da und dann wirst du gut angesehen. Erstens. Sondern, warum habe ich nicht in Israel studiert? Das ist eine Frage. Israel ist auch gut, ja? Ja, Israel ist auch gut, aber warum habe ich nicht dort studiert? Das war nicht so einfach, einen Studienplatz für Medizin zu bekommen, weil man als erstes, man musste Militärdienst machen. Militär. Ja, genau. Hast du das gemacht? Ich musste das nicht, weil ich Araber bin. Okay. Also in Israel, jeder israelische Staatsbürger muss Militärdienst machen. Aber du hast aus Israel Staatsbürgerschaft? Ich israelische Staatsbürgerschaft, genau wie die Juden. Okay. Aber die haben gesagt, die Araber sind nicht verpflichtet, das zu machen, die Juden aber schon, weil die meisten Feinde von Israel sind Araber. Und es kann nicht sein, dass ich in einem Militär diene, wo ich meine Brüder da erschießen muss oder sowas auch immer. Deshalb habe ich mich dafür nicht entschieden und dann habe ich das nicht gemacht. Und wenn ich für Medizinstudium mich bewerben wollte, dann musste ich 3 Jahre warten. 3 Jahre bis 21, weil alle nach der Schule, die Juden, 3 Jahre zum Militär gehen. 3 Jahre im Militär? Genau. Männer 3 Jahre, Frauen 2,5. Frau auch? Ja. 2,5 Jahre. Und ich war damals nach der Schule 17 Jahre alt. Das heißt für mich, ich musste 4 Jahre warten. Und das ist lang. 17 Jahre? Ich war weil ich Ende des Jahres geboren bin. Und normalerweise man rutscht. Also ich sollte ein Jahr zurückgestuft werden, aber damals war es unwichtig. Das war einer der Gründe. Und da gab es auch noch andere schwierige Aufnahmetests in Israel. Und die waren fast unmöglich sozusagen so zu erzielen. Und ich wollte das nicht probieren. Sowieso wollte ich gerne ins Ausland. Das ist eine Herausforderung. Neue Sprache, neue Kultur, neues Land, neues Leben. Das ist auch interessant. Das ist gut. Und dann wann bist du hier angekommen? Ich bin dann 2012 im Juni, genau ungefähr vor 9 Jahren. So, du warst 17 Jahre alt? Ich war damals 17 Jahre alt. Ganz jung. So. Und dann was hast du gemacht am Anfang, wenn du... Als ich nach Deutschland kam, habe ich dann als erstes die deutsche Sprache gelernt. Ich konnte kaum Wort sagen. Ich konnte nur Hallo, wie geht's? Und wie lange hast du das gelernt? Deutsch gelernt 8 Monate. Ja, aber intensiv jeden Tag? Intensiv jeden Tag 4 Stunden. 4 Stunden jeden Tag und danach zu Hause alleine Hausaufgaben gemacht oder Fernsehen geguckt, so Deutsches, damit ich dann mehr höre und praktiziere. Nach 8 Monaten habe ich dann die Deutschsprachprüfung gemacht. Die habe ich dann bestanden und damit konnte ich dann halt mich für die Universität bewerben. Bis C2 oder C1? Bis B2 ist genug. B2 ist genug. Ist genug. Ich hatte Zeit und ich habe bis C1 gemacht. Ich habe auch C1 mitgemacht und genau, das hat mich dann mehr vorbereitet. Aber bis B2 ist ausreichend, damit man diese Prüfung besteht. Das ist gut. So, when you how did you apply to the university in Germany? Did you apply only to MAH
or you also apply to the other university? Man muss sich tatsächlich für die ganzen Universitäten in Deutschland bewerben, weil man nicht garantieren kann, dass man eine Zusage in einer Universität bekommen kann. So, die sind ungefähr fast 40 Universitäten für Medizin, fast 40 in Deutschland. Ich habe mich für 33 beworben. Und ich habe Zulassung nur von 2 Universitäten bekommen. Rostock Universität und MHH. Von 33? Von 33, nur 2. Und ich hatte 1,2 Abiturnote. 1,2 ist 1,2, das ist low. In 100%, das ist like 98. Ja, ich verstehe das. 98%. Und ich hatte wirklich, und das war vor 9 Jahren. Heute ist es ein bisschen schwieriger, aber die gucken auch, es gibt hier eine ausländische Studentenquote. Das heißt, wenn einer mit 95 aus Indonesien kommt und 10 mit 100% aus Israel kommen und es gibt nur 2 Plätze, die nehmen nicht 2 aus Israel, die nehmen 1 aus Israel und die sind indonesischen Studenten. Das ist Gerechtigkeit, damit man... Jetzt gibt es eine Quote von... Genau, die sagen, es gibt 300 Plätze, 15% von diesen Plätzen sind für Ausland, okay? Und egal wie viele Länder aus dem Ausland kommen, ja, jedes Land bekommt Platz, okay? Und wenn mehr aus einem Land kommen, dann ist die Chance weniger. Genau. Wenig Leute, dann ist die Chance hoch, weil du garantiert diesen Platz bekommst. Und man soll sich wirklich tatsächlich überall bewerben. Es gibt manche Universitäten, die verlangen bestimmte Tests, so Chemie, Biologie oder was auch immer, solche Tests. Manche Universitäten verlangen gute Note in der Sprache. Und was noch helfen kann, wenn man Praktikum in einem Krankenhaus gemacht hat oder wenn man eine Empfehlung durch einen Arzt hat oder wenn man Familie in einer Stadt hat. Ich hatte auch hier so Verwandte und ich konnte sagen, ich habe Verwandte in Hannover, ich möchte gerne in Hannover bleiben. Und die MHH, die Universität, hat das angesehen. Ich habe gesagt, okay, lieber er bleibt hier und geht nicht woanders. Deshalb war ein Vorteil, hier eine Zusage zu bekommen. Und meistens bekommt man eine Zusage von der Uni, wo man die Sprache gelernt hat. Ich habe in Hannover die Sprache gelernt und habe hier dann die Zusage bekommen. Oh, very interesting point, and this is new information for me because the university also see whether you have the family or relative also live in the same city or not. Ja, genau, man kann ein Empfehlungsschreiben holen. Okay, I see. Das hilft. So, I'm sorry to all the audience. We mix the language English and also German and also sometimes Indonesian. Yeah. So, and then finally you got the admission in Hannover Medical School. So when you study in MHH, how or what do you think? What was your first impression? Especially maybe I can say now you are a Muslim and then study in Hannover Medical School, who mainly are German, and maybe they do not know so much about Islam or Muslim. What do you think? Das war 2013 dann. 2013. Das war tatsächlich nicht so kompliziert als Muslim Medizinstudent zu sein. Ganz wichtiger Punkt, man soll sich selbst respektieren, dann wird man von den anderen respektiert. Also ich konnte dann problemlos zu den Gewisszeiten aus der Vorlesung raus oder aus dem Praktikum und beten gehen, und das habe ich auch meinen Kommilitonen, also die deutschen Studenten, gesagt. Das ist okay, ja? Ja, das ist okay, dass ich beten gehe. Dann haben sie mich gefragt, was ist das, was machst du und so. Ich habe dann erzählt. Die fanden das in Ordnung. Die haben mich dann umso mehr respektiert, weil ich meine Religion respektiere oder meine Kultur respektiere. Ja, und das fanden sie sehr gut tatsächlich. Und ich denke, wenn man das beachtet, dann wird man respektiert. So der Dozent oder die Dozentin is weekly tolerance also. Yes. Okay. Very interesting. Und ich hatte wirklich ganz viele deutsche Freunde in der Uni. Okay, I see. And do you know how many Muslim
students at your batch? Wir waren insgesamt als Medizinstudenten in unserem Studienjahr 300, und von diesen 300, man kann sagen, wir waren 50 Studenten, 50 Muslime, zwischen Araber, Türken, Afghaner, Iraner, also verschiedene Nationalitäten. Indonesisch ist kein. Doch, wir hatten 2 indonesische. Okay. Wir hatten 2 aus Indonesien, 2, und die sind auch fertig. Die waren richtig schlau. Okay. Ja, wir hatten 2 indonesische Mitstudenten. Ne? Okay, gut. Ja, aber ich glaube, die waren Christen. Ja, normalerweise Christen. Indonesian Christen, yeah. So, finally, you also can finish your study in Hannover Medical School. Which year? Das war 2020. So, von 2013 bis Oktober 2013 bis Juni 2020, das sind ungefähr 6,5 Jahre. Okay. Genau, das ist am Ende des Studiums, man hat das 6. Studienjahr, ist PJ, praktisches Jahr. Und dieses Jahr dauert nicht wie die anderen Jahre 10 Monate, das dauert ein Jahr, 12 Monate. Das heißt, das 1., und 2., 3., 4., 5., man hat ja im Oktober angefangen, Juni war fertig, so Ferien. Und dann konnte man sagen, ich habe das 5. Jahr abgeschlossen. Aber das 6. Studienjahr, man fängt Oktober und endet Oktober. Okay. Ein Jahr lang, deshalb war diese Verlängerung. Okay. 6,5. Ja, du hast nicht das gesagt, ja. Ja. And then, did you feel fun and enjoy during your study here? Ja. Not only studying, but also ich dachte am Anfang, für Medizinstudium, man muss nur studieren, man muss lernen oder irgendwas machen. Nein, ganz und gar nicht. Also das bietet sich hier bei uns in der Universität, sowie in Deutschland im Allgemeinen, dass man ganz viele Nebenaktivitäten, soziale Aktivitäten macht, und man kann auch ganz viele kulturelle Sachen machen. Zum Beispiel, ich war sehr engagiert in einer muslimischen Gemeinschaft für Studenten in der MHH, bis ich die mal geleitet habe. Du warst die Leiter, ja? Genau, ich habe die dann einmal 2 Jahre geleitet, und wir haben dadurch den Gebetsraum für die Muslimen hier geführt und organisiert und geleitet. Und wir hatten auch ganz viele Organisationen für ausländische Studenten, wo wir die Kulturen mal gezeigt haben und präsentiert, damit die Deutschen davon profitieren. Und ich kann mich daran erinnern, sehr gut, dass wir über dieses Programm EasyMed einmal einen indonesischen Abend hatten. Ja, und da hatten wir eine indonesische Tanzgruppe aus Hannover geholt, so wie indonesischer Tanz, und da gab es indonesisches Essen. Das war richtig cool, also halt hier den anderen zu zeigen, dass es da verschiedene Kulturen hier in dieser Universität gibt. Very, very interesting. So he also mentioned it is not only studying in university, even it is medical school, because maybe he thought that when he study in medical school will be only study, but he also can enjoy life outside of the study. Even he also enjoy in, let's say, extracurricular activity, but this is not extracurricular activity, but he was the leader of the Islamic association, student association, like this, yeah. Yeah. And I heard you also Hafiz or Hafiz Quran? Not a lot of. Ich habe ja ganz viele Surah. Ungefähr 6 Juz. 6 Juz, aber mit dem Studium hat sich das verzögert, sonst wäre ich schon viel weiter gekommen. Leider. Man kann auch neben dem Studium, muss man doch richtig sagen, arbeiten. Okay, ja. Und das ist möglich, und es bietet sich die Möglichkeit, einen Studentenjob zu haben, besonders für Medizinstudenten in der Universität. Man muss auch nicht weggehen. Man kann im Krankenhaus arbeiten oder direkt in der Universität arbeiten, mit anderen Studenten zu unterrichten, und man verdient Geld, und das Geld kann man benutzen halt ja für Lebenshaushalt, und man kann sich davon finanzieren. Das ist gut. Aber you need to manage your time very well. Yeah? Yes, okay. Ja, du arbeitest ja im Monat 20 Stunden, 30 Stunden. Maximum, ja. Ja. Man kann mehr machen, wenn man mehr Zeit hat, aber das ist immer der Vertrag. So 20 bis 30 Stunden.
Okay, okay. Das ist sehr gut machbar. Man kann ja in der Woche 5 Stunden arbeiten. Wie viel Geld hast du das? Man verdient so ungefähr zwischen 400 und 500 Euro. Und in den Ferien, man kann halt ja mehr arbeiten und verdient man halt hier bis 1000, 1500 Euro im Monat. Das ist möglich. So it is very interesting. So you also can work during your study. So anyone maybe who need also support from yourself, you also can think or consider to do some work during your university, particularly when you have what is this? Semester free, ja? Ja, genau. Holiday. Ferien. Wir haben ganz viele Ferien hier. Also im Sommer hat man 3 Monate Ferien, im Frühling 1 Monat und über Weihnachten 3 Wochen. Also man hat ganz viel Zeit. Und in dieser Zeit, man kann auch reisen hier in Deutschland, also andere Nachbarländer besuchen. Ganz wichtig, das Studium in Deutschland ist kostenlos. Okay. Und dann vielleicht du kannst... Du bezahlst nicht fürs Studium. Du kannst... nein, Semesterticket. Und Semesterticket kostet 300 Euro. 300 Euro, ja. Aber nur Semesterticket. Nur Semesterticket. Damit kann man halt mit jedem Zug, also mit fast allen Zügen und Busse in Niedersachsen genau fahren. So anyone do not need to pay the study itself, but you only need to pay the semester ticket. I also already mentioned in my other video about the semester ticket. This is a must, but it is not payment for the study, but for the ticket during your study period to use the transportation in the province level, because Hanover is under Niedersachsen or Lower Saxony, so you can travel for free with your semester ticket during that period. So, I mean, and then finally you can finish your study from Hanover Medical School, and then now you are doing residency or specialist training. What did you choose for the specialization and why did you choose this one? Okay. Ich habe mich nach dem Studium dann entschieden, doch in Deutschland zu bleiben, weil ich dann vorher tatsächlich wieder zurück in die Heimat zurückkehren wollte. Aber dann habe ich mich dazu entschieden, hier zu bleiben, meine Facharztausbildung hier zu machen. Ich habe dann ich wollte was Chirurgisches machen und dann war das ja verwirrt. Also entweder nehme ich Frauenheilkunde und Chirurgie für die Frauenheilkunde oder richtig Allgemeinchirurgie, Bauchchirurgie. Und dann habe ich mich im letzten Jahr dazu entschieden, doch Frauenheilkunde zu machen und Geburtshilfe, weil da das Fach sehr vielfältig ist. Man hat ja die Krebserkrankungen, die man operieren kann oder konservativ mit Medikamenten behandeln kann. Man hat die andere Seite die Kinderwunschbehandlung und man hat auch noch die normalen Frauenerkrankungen, die man entweder mit Tabletten und Medikamenten behandelt. Und man hat die Geburtshilfe. Okay. Die Geburtshilfe, die alles natürlich funktioniert, oder man kann auch operativ arbeiten. Und das war für mich sehr vielfältig, so dass man alles machen kann und nicht nur OP oder nicht nur Medikamente. Man hat beides. Kombination, genau. Und man hat ganz viele Unabhängigkeiten in diesem Beruf. Also ich mache die Anamnese, ich spreche mit dem Patienten, ich untersuche und ich mache die Diagnostik, also mit dem Gerät. Und danach, ich mache die Operation oder ich mache die Therapie, also nicht wie anderen Fächern. Ja. Und das ist ein Punkt. Zweiter Punkt, ich bin Mann und in diesem Beruf gehen ganz viele Frauen rein. Ja. Und wenn man als Mann in diesen Beruf reinkommt, dann hat man bessere Chance, weiterzukommen und höher zu steigen. Von der Karriere schneller, weil die Frauen natürlich schwanger werden können und fallen die aus, aber du machst weiter. Die bleiben stehen und du machst weiter. Und man hat Vorteil. Genau, das ist ganz gut eigentlich. So, he really think deeply before he decided to go to he actually now in the training or residency of obstetric and gynecology, and then he already mentioned why he decided this one, because of course he also, as I mentioned before, that he think deeply before deciding into this specialization. So now I would like to know more in general about your life in Germany. When the first time you came here, did you have culture shock, and then how you solve this culture shock problem? Ich hatte den ersten Schock in Deutschland, als ich dann halt das gesehen habe, wie das Leben so
frei ist. Aber das hat mich danach beruhigt, weil jeder für sich alleine macht. Also keiner sagt, okay, du machst das, ich gucke, wie du das machst und mach wie du. Hey, warum machst du das? Warum machst du das so? Nein, keiner interessiert sich für den anderen. Jeder macht seine Arbeit und man hat die Möglichkeit, alles zu machen. So ganz frei zu sein oder ein bisschen konservativ. Okay. Und man kann halt sich entscheiden. Das war der erste Schritt. Ansonsten, es war für mich so ein Fortschritt. Ich komme aus einem kleinen Dorf, wo wir keine Züge hatten, ja, nicht so wie eine große Stadt, in einer sehr großen Stadt, in Hannover, in Europa, und in Deutschland. Ja. Und ich musste so plötzlich Straßenbahn benutzen, Busse alleine und so. Das war ein bisschen so viel für mich. Und auch viele Regulationen. Und viele Regeln und sowas. Aber das hat man mit der Zeit dann gelernt. Und ich kann jetzt nur so leben. Ja. 17 Jahre alt. Genau, ja. Ich kann das so leben. Ich kann sagen, als ich nach Deutschland kam, ich konnte meinen Charakter hier aufbauen. Okay. Ja, das ist wichtig. Und ich hatte so eine Grundregel für mich selbst. Ich mache, was ich als positiv sehe in Deutschland, von den Deutschen lerne ich. Ja, alles, was negativ ist, ich muss das nicht nehmen. Ich lasse es weg, weil ich das nicht machen kann. Okay. Ja. So he already mentioned really, I think at his age he already really wise, yeah, because he said he absorbed the positive thing from German and then negative thing he will not take it. Yeah. This is very good. Ja. Und als Muslim auch noch würde ich auch noch sagen, in Deutschland, ich hatte kein Problem mit Halal essen. Okay, das ist einfach hier zu finden, ja? Ja, es ist sehr einfach zu finden und mit meinem muslimischen Leben, so Freitagsgebet oder mit Muslimen sich zu treffen, Ramadan zu fasten hier, das war gar kein Problem und das haben auch die anderen Deutschen tatsächlich respektiert, wenn man das gesagt hat. Oh. Ja. Erster Kontakt zu dir war 2015, das war 2015, genau im Rahmen einer Fastenstudie. Und wir kannten uns nur also vom Sehen im Gebetsraum und danach das erste Kontakt war dann nicht in dieser Abteilung einer Fastenstudie und danach waren wir dann halt mehrmals in Kontakt, sodass dann halt ich dazu kam 2017 mit meine Doktorarbeit zu starten. So this was the story. Yeah. So actually he is now doing the Doktorarbeit for his dissertation. Yeah, we did actually already finish the study about the fasting study about how the Ramadan affect the human body, because he is also a medical doctor and then he is doing this study for his dissertation. I think and the result actually very interesting. Maybe in the separate video I will present about this study. So I mean now the last word from you who already study here, living here and work here. Do you have any maybe some sentences to encourage other people, maybe also from the Muslim country who would like to study here? Is it fine or whatever? Would you like to recommend? Also ich kann nur sagen, dass das Studieren, Leben, Arbeiten in Deutschland für Muslime ganz einfach und möglich ist. Man muss halt nur die Schlüsselwörter, die Schlüsselpunkte für dieses Rätsel finden. Also das ist alles ganz, ganz wichtig. Am allererstes, wenn man die Sprache lernt, dann hat man den Schlüssel dazu, vieles zu erreichen. Ja. Besonders halt im Leben und Arbeiten mit Patienten, mit Leuten. Das ist ganz wichtig. Zweitens, man muss halt die anderen respektieren, um sich selbst respektieren zu lassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ich fand es bietet sich hier die Möglichkeit für jeden, sein Ziel zu erreichen. Und ich denke, Muslime, wir wissen das aus unserer Religion, wenn wir irgendwas machen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wir machen das genau so,
gut, also so gut wie möglich, wie wir es können. Ja, wir sollten da sehr fleißig in unserer Arbeit machen. Wenn wir irgendwas machen, wie unser Gebet, wir sollen das richtig gut und bestens erledigen. Und wenn man das vor seinen Augen als Ziel hat, dann erreicht man wirklich vieles. Und das wird halt von hier respektiert. Und man wird nicht angeguckt, du hast eine Hautfarbe, andere Augen, hast eine Brille oder du bist Muslim oder was auch immer. Nein, die gucken, was man von Qualifikationen und Fähigkeiten hat. Rishi, he is really wise at his age. Yeah, he can deliver the message very well. So I think his main message is do not worry to come here to Germany to study here, because in the end it is how we react to the people here. Particularly as a Muslim, we also should follow how the teaching of Prophet Muhammad when we interact with other culture. Yeah. Yes. So. Amin, vielen Dank für deine Zeit und diese Information. Wirklich, this is with the information for us. So, thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum.